Moin, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Lemken Bodentour. Heute sind wir im südlichen Niedersachsen in der Nähe von Göttingen, um genau zu sein in Etzenborn. Hier haben die Landwirte mit sehr heterogenen Böden zu kämpfen. Wir haben hier steile Hanglagen teilweise, auf den Hängen dann wiederum Verwitterungsböden aus Buntsandstein. Und aus diesem Buntsandstein ist beispielsweise auch die Kirche hinter mir erbaut worden. Und ja, was die Landwirte hier so für ackerbauliche Herausforderungen haben oder was sie im Ackerbau beschäftigt, gerade auf dem Betrieb, den wir heute besuchen, das ist ein Biobetrieb, der Gemüse im großen Stil anbaut. Das werden wir gleich erfahren und dazu erzählt uns dann der Betriebsleiter Johannes gleich mehr. Ich freue mich sehr drauf und nehme euch mit zum Betrieb. Kommt mit! Hi, du bist Johannes, oder? Genau, richtig. Hallo Hi. Marie, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Seid ihr gut durchgekommen? Ja, sehr gut. Ging Super. wohl. Ja. Dann packen wir es an. Ja, lass uns starten. Ich bin Johannes Müller vom Biolandhof Müller-Elbke. Ich führe zusammen mit meinen Eltern den Betrieb hier in Etzenborn. Wir machen 350 Hektar Ackerbau. Schwerpunkt ist bei uns das Gemüse. So, eine Sache noch vorab, bevor wir jetzt gleich die Hofführung starten. Wir haben hier so eine kleine Tafel mitgebracht. Da sollen alle Landwirte, die wir besuchen, unterschreiben. Und das wird dann nachher auch auf der Agritechnica ausgestellt. So, das ist einmal die Vorderseite. Wir sind ja jetzt hier in Folge 3 und hier steht einmal euer Rufname. Und dann könntest du auf dieser Seite unterschreiben. Genau, ich gebe dir den Stift. So, bitte sehr. Genau, einfach mitten rein. Mitten rein, genau. Jawohl, perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Ja, dann können wir jetzt los, oder? Gucken wir uns was an. Ja, sehr gut. Wir kommen jetzt zu unseren Möhren. Das ist eins unserer Hauptprodukte. Ja, von wann sind die? Wann Diese wurden die hier geerntet? haben wir jetzt die letzten Nächte gerodet, Ach wo ja, es also schön ganz kühl frisch. war. Genau, Ja. und sind fürs Lager gedacht. Das heißt, diese Möhren wird man bis Weihnachten in den Läden finden. Okay, ja. Und so lange bleiben die dann auch frisch und knackig? Genau, die bleiben dann frisch und knackig. Die werden jetzt oder sind im Kühllager bei 1 Grad Ja. und werden dann auf Bestellung gewaschen, damit sie schön frisch und knackig sind. Und die Erde, was ist also, die werden noch mal vorher gewaschen, sagtest du, ne? Genau, also die werden gewaschen. Die Erde ist das Feuchtigkeitsreservoir. Ja, also das als heißt, Puffer quasi. Genau, dient als die auch noch mal Puffer. ein bisschen. Und für die Langzeitlagerung ist es schöner, wenn man mehr Erde hat. Ja. Weil wir können durch gute Kühlung und gute Sorten schaffen wir es, dass wir bis Mai, Juni frische Möhren haben. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir da auch den passenden Boden für haben. Ja, das glaube ich, ja. Ja klar, das macht dann qualitativ doch noch mal was aus, ne? Gerade ein guter Boden ist halt auch ausschlaggebend für einen guten Geschmack. Ja. Und damit könnt ihr euch dann wiederum ein bisschen abheben, ne? Profilieren, genau, weil gerade Geschmack ist halt immer ein Thema, das merkt man relativ schnell, gerade bei einer Möhre, wo man reinbeißen kann und das Ja. bewerten kann. Ja, klar. Gute Möhren sind nachgefragt und da haben wir eine ganz gute Das Stellung. glaube ich. Ja, cool. Wollen wir weiter? Auf jeden Fall. Ja. Haben noch viel zu gucken. Sehr gut. Ja, wo wir jetzt gerade bei hoher Qualität eures Gemüses waren. Ihr seid ja nun auch kein viehhaltender Betrieb, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie macht ihr das mit eurer organischen Substanz bzw. mit eurem Nährstoffmanagement? Woher bezieht ihr eure Düngemittel? Ja, Düngung ist bei uns ein entscheidender Faktor. Um eine hohe Qualität zu erreichen, brauchen wir halt auch Wirtschaftsdünger, die wir einsetzen. Wir selber haben ja keine Tiere, Ja. haben aber verschiedene Kooperationen, zum Beispiel mit einem Biomilchviehbetrieb hier aus der Nachbarschaft. Ja. Der kriegt von uns aussortierte Möhren und Kartoffeln, Futterkartoffeln oder auch unser Kleegras, was Ja. ja ein fester Bestandteil auch in der Fruchtfolge ist. Wir bekommen im Gegenzug dann den Mist Ja. oder auch die Gülle dann sozusagen, sodass wir das punktuell einsetzen können. Okay. Entscheidend ist auch hier beim Kohl, ein Verbraucher möchte keinen kleinen Blumenkohl oder Ja. Brokkoli, sondern der möchte eine schöne, anständige Ware haben. Ja, klar, das glaube ich. Sodass wir da einen hohen Stellenwert legen. Deswegen haben wir auch hier die Halle 2015 gebaut, Ja. damit wir den Mist gut lagern können, auch richtlinienkonform Ja, klar. und wenig Nährstoffverluste haben.
Von 2015 ist die Halle, sagtest du, ne? Das sieht ja jetzt alles ziemlich neu aus hier. Wann ist das alles so entstanden oder nach und nach? Wir haben angefangen, oder meine Eltern haben angefangen 2003 hier den Außenstandort aufzubauen. Okay, das heißt, ihr hattet vorher auch gar keine Landwirtschaft? Genau, also meine Eltern haben 89 den Betrieb hier gepachtet. Ja. Und dadurch, dass die Vermarktung gewachsen ist, sind auch wir gewachsen und haben dann verschiedene Kühlhäuser oder auch Getreidehallen dazu gebaut, damit wir das, was wir anbauen, auch ideal lagern können. Ja, ist aber auch ein starkes Stück, so aus dem Nichts so einen Riesenbetrieb auszustampfen, ne? Auf jeden Fall, da haben meine Eltern eine gute Vorarbeit geleistet. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Und dann führst du das Ganze weiter. Genau, ich bin jetzt seit 4 Jahren mit dabei. Wir machen eine gleitende Hofübergabe, das heißt, die nächsten 6 Jahre sind sie noch mit dabei, danach gehen sie in Rente. Schön. Und dann kriegt man das Ganze auch etwas harmonischer. Genau, es ist eine schöne Übergangsphase, wo wir zu dritt aktiv an der Betriebsentwicklung teilhaben können. Und das macht sehr viel Spaß. Ja, schön. Sollen wir weiter? Genau, wir gucken uns jetzt die neue Getreidehalle an. Ja. Die ist vom letzten Jahr. Wir bauen viel Dinkel an. Ah ja, okay. Dinkel geht, oder unser ganzes Backgetreide geht an eine Bäckerei hier aus der Nachbarschaft. Ja, auch im Bio-Standard dann? Auch im Bio, genau. Das war unser erster Kunde. Das heißt, schon über 30 Jahre bekommt er unser Getreide. Oh wow, okay, ja. Und der hat viel Toastbrot, was er backt. Und interessant. Dadurch, wie kommt man auf Toastbrot? Toastbrot ist interessant. Dadurch, dass man das ja tagsüber backen kann, kann man die Backstube besser auslasten. Dinkel ist im Kommen, weil es ja verträglicher ist. Ja. Und deswegen sind dort die meisten Zuwachsraten. Ich habe uns hier eine Dinkelprobe aus unserem Getreidelager mitgebracht, was man hier im Rücken sieht. Dinkel spielt ja bei uns eine große Rolle. Wir haben gut 60 Hektar im Anbau und geht dann an die Bäckerei. Das holt ein Dienstleister ab, der das aufbereitet. Dinkel wird ja im Spelz geerntet, wie man hier sehen kann. Sieht es, ja. Und muss dann geschält werden. Genau, und ist auch quasi noch spindelbrüchig, ne? Also bricht wirklich dann so auseinander, ne? Genau, deswegen ist es beim Mähdrusch schon eine besondere Kultur. Auf jeden Fall. Was ist jetzt für euch im Bioanbau der große Vorteil vom Dinkelanbau? Ist es auch mit Herausforderungen ohne Pflanzenschutz verbunden oder ist es generell eher sowieso eine extensive Kultur? Gerade der Dinkel passt gut zu den Bedingungen im ökologischen Landbau. Ja. Der ist etwas robuster, passt auch auf etwas leichtere Böden, bringt dann trotzdem noch gute Qualitäten, wo der Weizen dann schwieriger anzubauen wäre, so dass er auch gut hier reinpasst. Ja, und ihr könnt es wahrscheinlich auch gut dann vermarkten direkt an den Bäcker, ne? Eine schöne, robuste Kultur, die einen festen Platz bei uns in der Fruchtfolge hat. Ja, und 60 Hektar ist ja auch schon mal ordentlich, ne? Also wenn man die schon mal direkt vermarktet kriegt, dann ja. Und was habt ihr so für Problemunkräuter? Ich sehe hier gerade Wicke. Genau, wir haben ein paar Problemunkräuter natürlich. Ja. Wie man hier sieht, wir haben Wicke ein bisschen drin, das ist jetzt hier vor der Reinigung, die gerade im fluglosen Ackerbau ein Thema ist. Wir haben natürlich teilweise auch ein paar Disteln drin. Und ihr arbeitet auch fluglos, richtig? Wir arbeiten teilweise fluglos, da wo es gut passt, arbeiten wir fluglos. Manche Sachen, sei es jetzt zum Beispiel den Kleegrasumbruch, das werden wir weiterhin auch mit dem Flug machen. Okay. Oder teilweise bei Bedingungen, wo der Flug erforderlich ist, wird er eingesetzt, aber halt gezielt. Okay, ja. Keine starren Dann für die Standorte, wo es dann auch wirklich vonnöten ist. Genau, keine starren Systeme, so wie es quasi der Boden, der einzelne Schlag erfordert. Und genau. Okay, interessant. Ja, wo wir gerade beim Acker sind, sollen wir mal gucken gehen auf dem Acker? Auf jeden Fall, gucken wir uns die Möhren an. Sehr gut. Wir sind jetzt hier auf einem unserer Möhrenfelder. Wir gucken, wie weit die sind und wann wir die fürs Lager roden können. Ja, was glaubst du, wann das circa sein wird? Ich denke, dieses Jahr hatten wir einen guten Sommer, der nicht zu heiß war, dass wir früher sind als sonst. Also so vielleicht in 2 Wochen müsste es losgehen. Okay, und wir sind ja jetzt hier auch auf einem Lössstandort, richtig? Genau, das ist einer unserer besseren Böden. Hier haben wir im Schnitt 70 Bodenpunkte. Wie kommt die Möhre hier mit dem Klima klar? Auf diesen Böden erstaunlich gut. Wir haben eine super Wasserhaltefähigkeit, sodass wir hier auch gute Lagermöhren, wohlschmeckende Möhren erzeugen können. Ja. Dann lass uns mal einen Spatenstich machen und gucken, wie weit sie sind. Jo. Such dir am besten selber eine Reihe aus. Ja, dann nehme ich direkt die hier. Genau. So, dann einfach gerade runter? Genau, gerade runter, dass wir keine Möhren anschneiden.
Und dann können wir gucken. Dann können wir leicht am Laub ziehen, das kann ich ja mal machen. Genau, und jetzt kannst du rausbrechen. Hier sind die Möhren. Was sagst du? Ein Kriterium ist immer, die Möhre muss relativ stumpf sein, Ja. dann ist sie ausgereift. Okay. Und Also je spitzer die ist, desto mehr ist braucht sie noch. erwachsen. Und man sieht jetzt hier, die sind schon relativ stumpf. Ich denke, hier sind ein paar kleine dabei, die werden auch nicht viel länger. Ja. Aber in einer guten Woche können wir hier starten und ernten. Ja, nicht schlecht. Cool. Ein bisschen mehr Erde als Lager. Puffer wäre nicht verkehrt. Aber die sagen nächste Woche Regen an, von daher könnte das ganz gut passen. Ja. Dann lass uns doch mal probieren. Ja, gerne. Ich gebe dir eine. Dann können wir die jetzt mal sauber putzen. Das geht besonders gut mit dem Möhrenlaub, wenn man mal auf dem Feld ist. Kann man sich hier noch so ein bisschen Genau, nimmt man sich ein bisschen was. Okay. Weil frisch, Und dann einfach richtig hier drüber? Genau, weil frisch schmecken die halt immer am besten. Ja, vom Acker schmeckt es am besten. Ein bisschen Dreck ist auch gesund. Reinigt den Magen. Schmeckt richtig gut. Geschmack haben sie schon. Also können wir nächste Woche loslegen. Ja, jetzt, wenn wir schon mal den Spaten dabei haben, würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen Boden mitnehmen für unsere Sammlung. Das stimmt, hier können wir gerne eine Bodenprobe machen. Aber charakteristisch für unsere Region sind eigentlich die Buntsandstein-Verwitterungsböden, Ja. die wir eher wieder in Etzenborn finden. Ja, Lass uns da auf dem Rückweg einen kurzen Stopp machen. das machen wir. Das sind die tonhaltigen roten Böden, ne? Dann nehmen wir den ein bisschen Genau. mit. Sehr Das gut. hier ist hier eher die bessere Lage. Hier haben wir mehr Lössauflage, bei den anderen haben wir eher die Böden, die man hier in der Region antrifft. Ja, dann auf geht's. Let's go. Habt ihr auf dieser Fläche jetzt relativ flachgründig bearbeitet, weil hier noch so viel Stroh aufliegt? Auf jeden Fall, das haben wir auch bewusst gemacht. Hier Ja. waren wir jetzt dreimal mit dem neuen Korallingrubber, Ja. haben das Stroh oben gelassen. Das heißt, wir wollen möglichst viel Erosionsschutz betreiben, das Stroh erst später komplett einmischen, damit wir, wenn es stark regnet, damit das Stroh die Niederschlagsenergie der Tropfen sozusagen bremsen kann. Ja, und dann würdest du auch sagen, es ist recht wichtig, hier auch schlagspezifisch dann zu agieren. Auf jeden ne? Fall. Und wenn man jetzt mal guckt, wir sind hier relativ flach am Arbeiten, also das sind Ja. jetzt vielleicht 4 cm. Unten drunter ist es noch feucht, obwohl es jetzt schon über 10 Tage nicht geregnet hat. Ja, Also Wasser bleibt im Boden, oben kann das Unkraut ja. kaputt gehen, beziehungsweise das Auflaufgetreide. So stelle ich mir das Wolltest du vor. mal einen Spatenstich machen? Auf jeden können Fall, wir dann ein kannst bisschen du ein was bisschen mitnehmen. was mitnehmen als Ja. Andenken. Richtig. Wie viel brauchst du? Ja, noch ruhig ein bisschen mehr. Hast du jetzt hier auch irgendwo einen von diesen Sandstein, von diesen Buntsandstein? Auf jeden Fall, hier finden wir bestimmt welche, wenn man guckt. Hier das hier einer? Genau, da oder hier. Ja. Das sind die typischen Buntsandsteine bei Aus uns. denen auch die Kapelle gebaut wurde. Zum Beispiel. Ja. Und wenn man guckt, das ist ein sehr weicher Stein, was zum Ackern auf jeden Fall von Vorteil ist. Wenn man hier mit dem Messer Ah, krass. lang kratzt, Ja. der zerbricht relativ schnell, sodass Okay. er bei uns im Ackerbau wenig Probleme macht. Ja, schmeißen wir Toi, mit toi, rein. toi. Könnt ihr als Andenken mitnehmen. Ja, machen wir. Ja, super. Dann haben wir jetzt noch ein Glas für unsere Sammlung. Und ich würde sagen, dann machen wir beiden jetzt Feierabend, oder? Auf jeden Fall. Haben wir uns verdient. Das Feierabendbier ruft. Ja, Ich habe uns hier schon mal was Schönes hingestellt. Such Sehr dir gerne gut. was aus. oh, ich glaube, ich nehme so Holunderblüte. Das hört sich sehr gut an. Hast du einen Öffner? Und so, Nee, ich habe hier einen. leider nicht dabei. Ja, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet der Boden denn jetzt für dich? Der Boden ist für mich auf jeden Fall die Produktionsgrundlage und der Boden muss ein aktiver Boden sein, damit ich auch gute Qualitäten ernten kann. Also ist er von elementarer Bedeutung. Und was ich bei euch gesehen habe, auch immer sehr schlagspezifisch, ne? Also je nachdem, wie dann die Bodenverhältnisse auf dem jeweiligen Schlag sind, passt ihr euch dann dementsprechend auch an, richtig? Auf jeden Fall, man muss für jeden Boden das Beste rausmachen. Die sind sehr heterogen, unsere Böden, aber man kann sehr gute Erträge und gute Qualitäten auf diesen Böden erzielen. Ja, das glaube ich. Was wünschst du dir denn für den Boden in der Zukunft? Gerade durch Klimawandel müssen wir uns noch stärker mit dem Boden befassen. Absolut. Ich habe mindestens noch 40 Jahre Berufsleben vor mir Ja. und eventuell geht es danach ja auch noch weiter, Ja. so dass man gerade was Bodenschutz angeht, Schonung angeht, intensiv sich noch weiter befassen muss. Ja,
Da denken wir Landwirte einfach in Generationen, ne? Auf jeden Fall. Und man darf nicht stehen bleiben, So sei ist es es. Wetter, Klimaveränderung und. Ganz Sich immer genau. anpassen. Ja. Ja, darauf Prost, würde ich Genau. sagen. Prost, schön, Ja. dass du hier warst. Ja, vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft.